100 Jahre. Sie seien ja 1925 in Mähren geboren geworden. Ja, genau. Sie haben ja alle so junge Burschen haben müssen einrücken, die 16, 17 Jahre waren. Also die sind ja alle eingerückt und gefallen auch gleich. Das ist furchtbar gewesen. Ne? Krieg ist. Und wie ist es dann gewesen 1945, wie dann die Russen am Vormarsch nachher dann waren? Wie haben Sie das so erlebt dann 1945? Ja, die Russen haben uns immer versteckt. Ich kann nicht sagen, wir haben uns immer versteckt. Tag und Nacht. Ich war damals 20 Jahre. Und dann haben Sie den Entschluss gefasst, zu flüchten. Wir hatten 45 Minuten Zeit gehabt, das Haus zu verlassen. Das heißt, in 45 Minuten haben Sie alles liegen und stehen lassen, Sie haben nichts mitnehmen können. Wir haben alles verloren, alles. Dann haben wir uns vorher, wenn man denkt, immer versteckt vor die Russen. Und dann hatten wir keine andere Wahl, als mit denen zu flüchten, weil die Erdäpfel nach Wien geführt haben, wie die Säcke. Das war ja lebensgefährlich zu flüchten. Lebensgefährlich. Sie haben sie ja unter die Erdäpfelsäcke versteckt gehabt. Hinter die Erdäpfel. Was wäre gewesen, wenn Sie erwischt geworden wären? Da sind die am Spielberg gekommen und die haben ganz kurzen Prozess gemacht. Hast du dich jemals gefragt, was uns die allerletzten Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählen können? Ich habe heute die große Ehre, eine 100-jährige Zeitzeugen zu interviewen. Und diese 100-jährige Zeitzeugin erzählt uns heute, wie sie 100 Jahre alt geworden ist, wie sie 1933 die Machtergreifung von Hitler erlebt hat, wie sie den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, wie dann 1945 die Russen kommen sein und sie sich verstecken hat müssen, warum sie dann flüchten hat müssen mit ihrer Familie, wie sie und ihre Familie das Leben nachher weiterhin aufgebaut hat, wie sie dann ihren Mann kennengelernt hat, wie sie 67 Jahre lang verheiratet geblieben ist und auch, was sie uns rät, dass sich diese Zeit nicht mehr wiederholt. Ich bin der Daniel Bleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung Sie sein? Ich bin 100 Jahre. 100 Jahre seien Sie jung. 100 Jahre. War ich am 5. März. Am 5. März 1925 seien Sie geboren. Genau. Und wie fühlt sich das an, so 100 Jahre zu sein? Ja, es ist, wie soll ich sagen, da ist man wirklich schon alt. Und das ist, ja, ich hab immer gesagt, ich feiere das nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, es ist jetzt ein Anlass, dass man die Familie zusammenbringt, die Verwandten, die man ja nie, wenn kein Anlass da ist, wird nicht gefeiert. Und so war ein Anlass, weil 100. Geburtstag ist auch nicht so viel. Ne? Da haben Sie gefeiert letzte Woche. Ja. Ja. Sie seien ja 1925 in Mähren geboren geworden. Ja, genau. Da haben Sie mir gerade das Foto da gezeigt, wie Sie da fünf Geschwister waren und Ja. wie waren das, wie so die Kindheit Ja, war? waren, also die Mitzi war immer da. Die Zita ist auch da geboren. 2 sind da geboren. Und mein Vater ist eben weggegangen von da, weil das ist bei uns größer gewesen. Da hat man sich mehr entwickeln können. Und er wollte nicht ein kleiner Schmied sein, sondern er hat das Ziel anders gehabt. Er wollte viel machen und so. Mein Vater war ein Mensch, der war sehr streng, was Ordnung anbelangt, war er streng. Aber so hat er über kein Leid geredet und so, über Krieg und so, das geht ihm nichts an, und das ist nicht sein Kaffee. Er hat schon, im Ersten Weltkrieg hat er schon mitgemacht, ja. Im Ersten Weltkrieg.
Aber dann war er verwundet und dann war er niemals mehr so richtig stabil. Und dann hat er noch so viel geleistet. Wir sind als Kinder, sind wir immer zu zweit in die Ferien daher gefahren. Immer. Wir haben uns immer, zwei sind immer dran gekommen, das ist sich genau ausgegangen. Ja. Und da waren die Großeltern noch. Und da sind wir zu den Großeltern gekommen. Und das war, ich habe mich immer so gefreut, weil jetzt gehen wir dann in ein Wirtshaus und das bin ich gern gegangen. Und dann war es war halt so viel anders. Wie soll ich sagen, der Stress, was bei uns war nicht da. Der war wirklich nicht da. Bei uns war ja nur Stress. Und nur die Konkurrenz und das Kämpfen auch. Weil ihre Eltern waren ja Schmiedermeister und ihr Vater hat den elektrischen Hammer entwickelt. Und alles, er hat ja alles, was ein bisschen modern ist, hat er gehabt für seine. Wie wir spekuliert haben, wer das einmal übernehmen wird, weil keiner hat einen Schmied gehabt. Hätte man brauchen gar nicht, weil das hat sich alles aufgelöst von selber. Leider. Und wie war es dann 1933, wie dann der Hitler an die Macht gekommen ist? Ja. Wie haben Sie das damit erlebt? Da haben wir gejubelt und nicht lang. Weil wir wollten auch keinen Krieg haben. Und er hat einen Krieg. Wir haben uns überhaupt nicht beteiligt bei gar nichts. Bei gar nichts, dafür haben wir dann auch vielleicht für die Tschechen mehr Ruhe gehabt, aber ich weiß es nicht. Aber für die. Sie haben ja das so miterlebt, die Zeit. Wie war denn das vorher? Weil Sie haben ja vorher gerade gesagt, vorher war das mit der Arbeitslosigkeit so, und dann kommt wer und das. Es war eine große Arbeitslosigkeit im Mähren, das stimmt. Nur mehr als Selbstständiger hast du ja immer die Werkstatt offen und das war eine ganz moderne Werkstatt. Die war ja mit allen ausgerichtet. Mit allen beiden hat ja mein Vater, der hat auf das viel gelegt. Sie haben ja vorher dann schon angesprochen, wie das dann 1933 war mit Hitler, dann ist viel anders geworden auf einmal. Ja. Wie war das dann bis 1939? Hat sich das irgendwie angebahnt, dass da was kommen wird mit dem Krieg, oder wissen Sie noch, wie das da war damals? Mein Großvater, also der Steirer, der hat schon gesagt, wie meine Eltern geheiratet haben und sich das gebaut haben, die hat schon gesagt, dass das nicht ratsam ist. Man weiß nicht, ob es nicht einmal die Leute vertreiben. Und genauso ist es gewesen. Die Vorhersage war richtig. Nur hat man es nicht geglaubt. 1945 dann meinen Sie? Ja. Vielleicht noch kurz davor, bevor wir zu 1945 kommen, wie haben Sie das dann erlebt, wie dann auf einmal der Krieg angefangen hat? Ja, da war nicht mehr so viel Hitlerfreundschaften. Das wollte niemand haben. Sie haben ja vorher gesagt, Ihr Vater hat sich immer einen Bub gewünscht, aber Sie waren 5 Dirndl, 5 Mädel. Ja. Aber dann haben Sie vorher gesagt, dass es dann doch ein bisschen Glück war, weil die ganzen jungen Männer eingezogen worden sind und dann auch das haben wir uns dann getröstet. Meine Mutter hat sich gesagt, aber wenigstens habe ich mir das erspart, dass er dann hätten müssen einrücken. Zum Schluss wäre er gefallen, weil die sind viel gefallen, viel. Das ist uns erspart geblieben, weil wir nur Mädchen waren. Haben Sie da viele Männer gekannt, die gefallen sind? Ja. Sie haben ja alle so junge Burschen haben müssen einrücken, die 16, 17 Jahre waren. Also die sind ja alle eingerückt und gefallen auch gleich. Das ist furchtbar gewesen. Ne? Krieg ist. Ja. Und wie war dann so die Stimmung im Land so von 1939 Schlechter. bis 19... Also Hitler hat abgenommen, ist klar. Das wollte niemand haben.
Das wollte niemand haben. Das Große, was wir geschrien haben, klar ist geschrien worden. Es waren ja auch so viele Arbeitslose. Und wir waren immer von den Tschechen doch abhängig. Die haben alles gehabt. Und wir waren eben, es war nicht ratsam, das dort machen, ja. Aber es ist vorbei. Und dann, Sie waren dann schon 20 Jahre, wie der 1945 gekommen ist. Und Genau dann, 20 Jahre. und wie ist es dann gewesen, 1945, wie dann die Russen am Vormarsch nachher dann waren? Wie haben Sie das so erlebt, dann Ja, 1945? die Russen haben uns immer versteckt. Ich kann nicht sagen, wir haben uns immer versteckt. Tag und Nacht. Ich habe so viel Husten gehabt, weil das war der 9. Mai. Und im Mai im Freien übernachten, das hast du auch müssen aushalten. Meine Schwestern haben es ausgehalten, nur ich nicht. Ich habe so viel, ich habe halt so viel Husten gekriegt und einen Halsweh und so. Bei meinem Vater, denn sie wollten das nicht glauben, dass mein Vater gar nichts weiß davon, wo ich bin. Und der Johann hat mir da ein Tuch umgemacht und hat gesagt, weil die Russen fürchten sich so von Halsweh. Und so bin ich auch durchgekommen. Mit allen Dingen. Viere waren auf die Lauer. Da war eine Nacht, was wir da durchgestanden haben. Fenster aufgerissen, Hochparterre war das, aber ich bin ausgesprungen. Und die Russen, was die Viere bei der Tür reingekommen sind, die haben mich noch springen gesehen und dann wollten sie das auch machen und dann hat ihnen der Mut gefällt. Und das ist, bei mir als Kinder haben wir gleich eine Schaukel gekriegt. In der ganzen Nähe war keine Schaukel nicht. Bei uns war Schaukeln. Da haben sie alles schaukeln können. Und da sind wir oben gesprungen von der Schaukel von oben. Und da war die Wand. Und wer am weitesten springt, dann haben wir ein Zeichen gemacht unten. Und da war ich am besten. Ja, man glaubt nicht, weil ich bin keine Sportlerin. Aber ich bin halt das. Und deshalb habe ich auch von Hochparterre aus springen können. Weil ich das schon gewohnt war, das Springen. Und weil ich bei mein Ding das gesprungen bin. Ja. Und die sind zu kurz gekommen, ich war dann schon fort. Und die vier Russen, die haben blöd nachgeschaut, weil sie sich nicht traut haben. Hat sich keiner traut zum Springen. Ja, so war's. Und einmal haben Sie sich auch verstecken müssen in der Klosterkirche. Ja, und das haben wir wieder nicht gewusst. Ich habe es erst später gewusst, dass die haben das von Zwickau haben sie es ausgegeben. Alle Jugendlichen haben die Möglichkeit, war eine große Kirche und da war es der Turm und in den Turm können sie sich verstecken. Weil in den Turm kommt bestimmt kein Tscheche, kein Russe nicht auf, und da ist ja um die Russen gegangen. Da kommt bestimmt kein Russen rein, wenn er schon nicht springen traut. Ja. So was. Wir haben es daheim uns immer jeden Tag verstecken müssen und immer. Nein, furchtbar. Was der Mensch mitmacht im Leben und trotzdem durchkommt. Das ist das Rätsel. Uns hat der Johann viel. Der Johann war für uns ein Segen. Der Polne. Der Pole, ja. Ja. Und das sagen sie mir, die Polen sind so schlecht. Aber der Pole nicht. Der hat volles Recht gehabt. Mein Vater war schon älter, war schon mal müde gewesen. Da sind die vielen Flüchtlinge unterwegs gewesen. Und keiner hat Zeit gehabt und alle haben gedrängt. Und mein Vater war alleine in der Werkstatt.
Und der Poli, der war nur zeitenweise, wenn wir ihn nicht gebraucht haben. Für uns war er der Bruder. Ja, es war so. Für uns war er der Bruder. Und auf uns hat er, ja, wir haben ihm 100% vertraut. 100%. Der ist dann später sehr wichtig gewesen noch. Zu dem kommen wir jetzt dann gleich. Wie dann alle Deutschen ausreisen mussten, ist dann der Bescheid gekommen, alle müssen raus. Nur ihr Vater hätte bleiben sollen, weil er diesen elektrischen Hammer gehabt hat. Weil er überhaupt, nur der Herr Stindl braucht nicht. Und wir haben uns gesagt, wieso er? Mit Familie, wir hängen ja alle dran, meine großen Schwestern waren verheiratet, die zwei, aber die waren ja im Krieg. Und da haben wir gesagt, wir sind weiterhin eine Familie. Und das haben wir auch geblieben. Und dann ist es wirklich gekommen, ja. Und dann haben sie den Entschluss gefasst, zu flüchten. Das war so, ich habe in einem Büro gearbeitet und ich habe genau unser Haus immer im Auge behalten. Und da habe ich eben gesehen, dass die Mami allein war und da sind vier Tschechen eingegangen in Haus. Und da habe ich schon gewusst, sie ist allein. Habe ich alles liegen und stehen lassen, nichts verabschiedet und gar nicht nur, damit ich ihr helfen kann. Aber die waren schon fort. Die größte Enttäuschung für mich waren die Tschechen. Weil die habe ich mir anders vorgestellt. Die habe ich mir, weil wir ja so lange zusammen gelebt haben. Die war die größte Enttäuschung. Weil da habe ich immer geglaubt, da kommen die Tschechen und dann wird es besser. Ja, dann wird es besser, ja. Wo ist denn schlechter? Deine Mutter hat dann die Flucht Ja, organisiert. und dann war er ja nicht da. Und wir hatten 45 Minuten Zeit gehabt, das Haus zu verlassen. Und dann war das so, dass wir müssen allein gehen. Meine Mutter ist damit fertig geworden. Ich war dann die Stütze. Ich bin dazu zufällig, sie war daheim noch. Und ich habe gesagt, sie hat sich nichts draus gemacht. Wir kommen schon zurecht. Sind wir zu einem Verwandten gegangen, mit dem wir nie in Kontakt gehabt haben. Hat sie gesagt, aber das habe ich gesagt, das kann man doch nicht machen, wir haben nie in Kontakt gehabt. Das ist egal, das sind andere Verhältnisse. Und durchgesetzt hat sie sich. Die hat sich durchgesetzt, aber wie? Es war eine starke Frau, wirklich eine starke Frau. Und die hat uns dann auch zu einem Verwandten gebracht nach Lutschnau. Lutschnau ist, da war ein VCQ, das war Vorort, dann war die Zwittau und dann ist Lutschnau gewesen. Und die Lutschnauer haben nämlich nicht einmal einen Russen gesehen. So verschieden war das. So verschieden. Das heißt, in 45 Minuten haben sie alles liegen und stehen lassen, sie haben nichts mitnehmen können. Alles verloren, alles. Mir tut's nicht, nur meine Zeugnisse und die habe ich umherbetragen. Tag und Nacht, damit sie ja nicht verloren gehen. Ja, auf das habe ich einen Wert gelegt. Ja. Und dann seien sie dann geflüchtet Richtung Wien. Wie war das nachher dann? Dann haben wir uns vorher, wenn man denkt, immer versteckt vor die Russen. Und dann hatten wir keine andere Wahl, als mit denen zu flüchten, weil die Erdäpfel nach Wien geführt haben, wie die Säcke. Und der Johann hat gesagt, er wird das machen. Er wird es machen. Der Pole? Pole. Der wird es machen. Und er hat 2 Nächte gebraucht, bis uns alle zusammengeführt hat. Bis wir alle waren. Am Abend hat der Pole wieder müssen einen Vater abholen und hinführen. Das alles der Pole. Der Pole war eine wichtige Ding. Das war ja lebensgefährlich zu flüchten. Lebensgefährlich. Mein Vater hat immer gesagt, du musst die Fremden, du musst sie ein richtiges Vorbild sein. Dann kannst du auch was verlangen von denen.
weil dann helfen sie dir. Und so war es. Der Johann hat es müssen deine Schwestern alle zusammensammeln. Ja, 2 Nächte war er unterwegs. Aber Der eine war bei den Bauern schon in Einsatz und der war in einem anderen Dorf, das waren die Dörfer gewesen. Und da hat es müssen alle zusammenholen, damit wir alle gemeinsam sein. Und das, ich sage, der Johann hat eine ganz eine wichtige Rolle gespielt. Ohne den wäre es schlecht ausgegangen. Dass sie gemeinsam alle flüchten können, Ja. als es ist eine große Familie gewesen. Das Und, sag ich. und wie war das dann mit der Flucht? Wie ist es dann abgelaufen mit der Flucht? Mit der Flucht ist es, weil wir mit den Russen geflüchtet sind, hat der Johann das war wieder der Johann, der hat einen Oberst. Der 4. war richtig von ihm aus. 4. Auf dem 4. kannst du dich verlassen. Da haben wir mal unseren Schmuck hergegeben für die Russen, weil das war nur ein Russ. Und der hat die Erdäpfel eben geführt, wo war voll lauter Erdäpfel. Und wir waren da hinten. Wie war denn das auch bei der Flucht? Weil da waren ja 2, 3 Demarkationslinien Ja. waren dazwischen, wo er kontrolliert geworden Da ist. ist er überall durchgefahren. Weil vorher hat er immer so gemacht, dass man das Auto nicht ginge, das Schlossauto, das nicht ginge. Und bei der Ding, wo die Kontrolle war, da hat er immer so gemacht, er kann nicht stehen bleiben, das Auto geht dann nicht weiter und so weiter. So haben wir uns durchgebracht. Sie haben sie ja unter die Erdäpfelsäcke versteckt genau. gehabt. Hinter die Erdäpfel. Was wäre gewesen, wenn sie erwischt geworden wären? Ja, der hätte noch einmal brauchen stehen bleiben. Dann sind die am Spielberg gekommen und die haben es ganz kurzen Prozess gemacht. Ich weiß noch genau, das habe ich noch gut in Erinnerung. Wenn wir in den Russenauto eingestiegen sind, da hat meine Tante angefangen zu rennen und die sehe ich nicht mehr. Und trotzdem ist es so gut ausgegangen. Es ist gut ausgegangen. Das haben wir halt ein Glück gehabt. Ein Glück musst du auch haben. Und dann sind wir nach Wien gekommen und dann habe ich gesagt, mei, wir sind aus so einem Elend gekommen, kann man sagen. Sie sind ja mit nichts in Wien angekommen, sie haben ja nichts gehabt. Nichts. Gar nichts. Sie haben nicht einmal einen Koffer gehabt, weil sie mit nichts geflüchtet sind. Kein Wäsche, gar nichts. Gar nichts. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass das gang überhaupt. Mein Vater hat sich nicht umziehen können, der hat sein Werkzeug, sein Montur angehabt. Wir sind so auf dem Stock, also alle beieinander gestanden, von oben schon. Und da kommt einer vorbei und sagt, der stehen bleiben. Seid ihr Flüchtlinge? Wir haben gesagt, ja. Habt ihr ein Quartier? Nein, haben wir keins. Weiß nicht, wo wir schlafen werden. Auf die Bank vielleicht, ich weiß es nicht. Und der hat uns gesagt, ja, wenn es euch recht ist, ich hab einen großen, er war auch irgendein Meister, ein Handwerksmeister, der eine große Werkstatt gehabt hat, jetzt ist er schon in Pension. Er sagt, den stelle ich euch zur Verfügung, den kommt home. Ihr müsst zwar auf dem Boden schlafen, aber von oben seid ihr geschützt. Und so hat man das Glück gehabt, dass man da jemanden gehabt hat, weil sonst wäre es undenkbar gewesen. Das ist alles so schwierig. Das ist, Da war's dann aber 2 Wochen, gell? 14 Tage. Ja. Und dann seien sie ja, ihre Großeltern waren ja dann im Mürztal zu Hause und das ist ja schon auf der britischen Seite gewesen. Sie waren ja in der Russenzone immer noch. Ja, was haben wir den kannst du auch nicht kennen. Und da haben sie ja nur rüber können, weil sie dann aufgenommen werden, weil eben ihre Großeltern da waren. Dann in den 39 Jahren ist der Großvater gestorben. Die Großmutter hat länger gelebt. Die hat noch gelebt, wie wir gekommen sind. Und der andere hätte uns vielleicht gar nicht aufgenommen, aber die Großmutter, die ist die Mutter von meiner Mutter. Das ist
Die hat uns aufgenommen. Das ist ja gar nicht so einfach, so eine Familie aufzuteilen. Es braucht ja jeder ein Bett oder dass er nicht nass wird. Aber wir haben es geschafft. Meine Mutter hat sich eigentlich als ganz starke Person herausgestellt. Da siehst du wirklich, wer stark ist und wer die Kraft hat dazu. Weil sie hat ja auch alles verloren. Aber das ist weitergegangen bei ihr. Weil sie haben ja dann, wie sie dann da ankommen sind, ja die Familie verteilt werden müssen, dass Ja, man genau. wo unterkommt. Ist alles geworden. Die Traudl hat in einem Gasthof gewohnt. Die war so eine Schneiderin, aber so eine talentierte Schneiderin, die alles gemacht hat. War Weißnäherin, das war früher mal, ich weiß nicht, ob Weißnäherin heute noch gibt. Die machen nur Unterwäsche und Pyjama und das alles. Und die hat das gelernt. Und dann, hat sie sich, der ist am besten gegangen. Wenn du ein gutes Handwerk kannst, dann musst du schaffen. Das hat man da gesehen bei der Traudl. Die hat wirklich, bei der war alles, da haben sie sich gerissen drum. Die hat nämlich die Kleider von den Geschäften, das waren alles so von den Chefs, von die Oberingenieure oder Doktor. Für die hat sie genäht, weil da ist billig gekommen. Die haben aber das Gewand gekriegt. So ist es. Das Gewand gekriegt zum Probieren, haben sie gesagt, probieren, sie müssen es ja probieren, ob es ihnen passt. Und dann haben sie es schon, meine Schwester, die hat das nachgezeichnet. Und das ist war alles fix und fertig. Und gerissen haben sie sich der ist am besten gegangen. So ist es. Ich war in einem Büro, ich habe keinen Anspruch gehabt. Und die Traudl war am besten dran. Die Zita war, ja, die hat einen Friseurmeister, seine Frau ist gestorben. Und den hat sie dann den Haushalt geführt, solange bis ihr Mann halt gekommen ist. Ne? Der war ja auch in Gefangenschaft. Das haben sie aber gar nicht gewusst, ob die noch leben oder nicht. Das haben sie gar nicht gewusst. Das war schrecklich, ja. Aber es ist, heute Nacht habe ich mir gedacht, ich habe das verdrängt, aber sie ist wieder gekommen, die Erinnerung. Sie ist wieder hellwach geworden. Und so ist es. Und das Glück haben wir nur verdankt, weil wir zum Johann so gut waren, dass der Johann hat gesagt, das erste Mal, dass es ihm im Leben gut geht. Wir haben Glück auch gehabt. Wir haben Glück gehabt, dass die Großmutter noch gelebt hat. Wir haben Glück gehabt, dass wir einen Johann gehabt haben, der war ganz wichtig. Leider haben wir ihn nicht mitnehmen können, weil wir selber ja. Aber wir haben dann jemanden gehabt, der einen Tschechen geheiratet hat. Das war ein Deutscher, aber die hat einen Tschechen geheiratet. Und die haben wir gleich nachgerichtet, wie steht es mit dem Johann? Haben wir gesagt, was ist jetzt mit dem Johann? Ich glaube, da waren wir schon in unserem Quartier, also bei den Verwandten. Und dann haben sie gesagt, nein, der hat am gleichen Tag uns verlassen. Also ist er. Sie wissen nicht, wo er hin ist, aber er ist nicht da. Er ist nicht mehr da. Und das war das Glück, dass es einen Johann gegeben hat. Und dafür sage ich ihm immer, man muss so vorsichtig sein, weil man weiß nicht, ob man die Menschen braucht. Ich habe mir mal gedacht, uns kann niemand was wegnehmen, wir haben unsere Häuser,
Mal 3 haben wir bestimmt gehabt, gell? 3. Aber dem ist nicht so. Sie können da alles nehmen. Und du stehst da und hast gar nichts. Und hast überhaupt nichts. Und musst auch weiterleben und so. Aber man lebt dann weiter, weil das Leben ist es schwer wert. Man darf in so einer Lage nicht die schlechten Zeiten sehen, weil die geht vorbei. So oder so geht sie vorbei. Und sie ist vorbeigegangen. Das muss ich auch noch sagen. Und das ist jetzt wahr. Mein Vater war einen Schlaganfall gehabt. War gelähmt und ist im Bett gelegen. Damals waren sie noch daheim. Und hat sich nicht rühren können. Und die Zita, die haben oben gewohnt, die Zita ihre Wohnung. Und die Zita hat immer geschaut auf den Vater, dass er alles zu essen hat und alles. Und dann war es so, eines Tages war es so, dann hat der Vater nur, und wie war ein Kreuz, dann hat er nur das Kreuz gesehen und hat sich aufgesetzt ohne Mühe, hat sich dann wieder niedergelegt, aber mit so einem Lächeln im Gesicht. Das muss man sich vorstellen. Aber der hat sich ja überhaupt nicht rühren können nach dem Schlaganfall. Und auf einmal sitzt er im Bett. Ja, die Zita ist erschrocken, ist zu uns gekommen und hat gesagt, weil wir haben unten gewohnt. Ja, die Mami, der Vater, der sitzt im Bett. Ja, hat auf dem Kreuz gesehen. Er war nicht man hat geglaubt, er ist nicht so ein gläubiger Mensch. Aber er war es doch als Letztes. Als Letztes war er es dann wirklich. Und dann hat er wirklich, und er hat sich rühren können. Es hat, mit einer Leichtigkeit hat er sich aufgesetzt. Sie sagt, ja Vater, du kannst dich ja nicht hier setzen. Er hat es gar nicht gesehen. Er hat immer das Kreuz in den Augen gehabt. Und dann das Lächeln dazu und dann ist er sich niedergelegt und ist gestorben. Die Augen zugemacht. So ist es. Ja. Wollen Sie dann auch erzählen, wie Sie dann Ihren Mann kennengelernt haben? Ja, den habe ich auch kennengelernt. Ja, ich habe ich habe mir gedacht, einen Soldaten nehme ich nicht, weil der könnte dann fallen und dann habe ich die Trauer und das alles. Ich warte, bis so alle vom Krieg heimkommen und dann suche ich meinen Freund. Bis der Krieg vorbei war, bis alles weg war. Und dann habe ich auch noch einen gekriegt, weil ich noch jung war. Aber es war alles okay. Dann war alles okay. Wie lange waren Sie mit Ihrem Mann dann verheiratet, wenn ich fragen darf? Jahrelang. Ich bin 100 und er ist 94 geworden. Er ist 94 geworden. 67 Jahre waren Sie verheiratet, Ja. habe ich gerade gehört. Und ich habe mit meinem Mann auch nicht gestritten. Ich habe gesagt zu ihm, ja, ist schon gut. Ist schon gut. Ja. Was würden Sie sagen, Sie sehen Sie als Zeitzeugin? Ja. Was können wir machen, dass die Zeit nicht nochmal kommt? Ja, was kann man machen? Gar nichts. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass sich sowas jetzt wiederholt. Das glaube ich nicht. Es muss nicht kommen. Man muss sich immer denken, es muss ja nicht kommen. Es ist ja wohl mit denen mal genug, was wir mitgemacht haben. Aber unsere Generation hat viel mitgemacht. Sie haben nachher alles aufgebaut, auch nachher dann. Ja, die haben das aufgebaut und zuerst das versteckst sich vor den Russen so lang. Und dann musste mit den Russen,
dann hast du keine andere Wahl nicht. Und dann musst du schauen, dass du weiterkommst wieder. Dann musst du kommen. Nein. Das darf ich nicht denken. Aber ich denke nicht dran. Das habe ich schon weit weg schon. Weit weg schon. Glaubst du, dass die Welt da daraus gelernt hat aus der Zeit vom Zweiten Weltkrieg? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Weil viele andere bestimmen, ohne dich zu fragen, ohne dir was zu sagen und so. Und das alles übernehmen, die Herrschaft. Und du bist der kleine Wurm und du musst schauen, dass du selber durchkommst. Wenn du da auch viel gehabt hast. Wie geht's Ihnen, wenn Sie jetzt das sehen, dass das wieder anfängt alles? Ja. Wie geht's Ihnen da so? Nicht gut. Nein, ich denke mir, ich bin schon 100 Jahre. Ich erlebe nichts mehr. Ich bin da bei meiner Tochter, das 4. Jahr schon, gell, Renate? 4. Jahr. Und da geht es mir gut, wirklich gut. Brauche ich nichts arbeiten. Kann ich nicht mehr. Und bin dem Herrgott dankbar, dass er mich so immer behütet hat. Immer behütet hat. Wirklich. Aber es ist furchtbar gewesen, was du mitmachst. Mir war das wirklich, ich war mal so weit, dass ich gesagt habe, wenn ich stirb jetzt auf dem, weil doch ist ein Tscheche gekommen, ein Bub. Ein Bub hat einen Revolver in der Hand gehabt. Und wenn der nicht stehen bleibt, hat er gesagt zu mir, das schieße ich dich. Habe ich mir gedacht, dann erschießt du mich. Ich war so charmiert. Das kann man nicht immer aushalten, geht nicht. Ich weiß nicht, wie es die anderen Leute gemacht haben. Man ist eben mit niemandem zusammengekommen. Es hat sich jeder in sein Haus geblieben. Und das... Darf ich fragen, wie Sie das dann alles im Kopf verarbeiten konnten? Gerade vorher haben Sie gesagt, Sie haben das alles ein bisschen verdrängt, jetzt ist das wieder da. Wie haben Sie das verdrängt. Dann? Und heute brauche ich nicht mehr denken. Wenn ich viel jünger wäre, müsste ich mir denken, ja, es muss ja dann weitergehen. Es muss ja weitergehen. Aber das geht nicht mehr weiter, weil ich bin schon so alt dazu. Ich bin ganz einfach schon zu alt dazu. Nicht nur 100 Jahre, ich bin zu alt dazu. Und folgedessen brauche ich mich nicht mehr. Und unsere Familie, die sind schon alle gestorben. Die Ebenkeit war viel jünger wie ich, die ist nicht so alt geworden. Die Traudl ist auch nicht so alt geworden. Ich lebe am längsten. Ich bin dankbar für jeden Tag. Nicht, dass ich sage, ich möchte nicht mehr leben. Das Leben ist wirklich schön. Und ich bin so dankbar. So dankbar. Ich habe in meiner schlechten Zeit auch nicht gebetet, dass ich durchkomme und so. Wie Gott will, habe ich mir immer gedacht. Er wird es schon machen, richtig. Und er hat es richtig gemacht. Auch starker Glaube ist auch was wichtig. In so einer Zeit ist ein starker Glaube ganz was Wichtiges. Dass man wirklich glaubt. Ein Gottvertrauen zu haben. Gottvertrauen. Das ist wichtig. Das Leben lohnt sich, dass man es lebt. Man braucht ja kein Haus nicht haben gleich. Hat man halt keins. Eine Wohnung ist auch schön, wenn du eine hast. Ich habe jetzt eine, ein Zimmer. Und wenn ich drinnen liege am Abend, dann denke ich mir immer, bin ich reich. Ich habe so ein schönes Bett. Und da habe ich meine eigene Tuche noch, mein Bett. Und ich kann wohnen. Ich habe wie durch ein Wunder, ich hätte ja nie geglaubt, dass ich zur Renate komme. Wir haben inzwischen mit den Frauen spekuliert, wo wir hingehen. Dort war es so teuer, dort war es so teuer. Und den Heim wollte man nicht.
Die Familie ist also wichtig im Leben. Ganz. Die Familie ist das Wichtigste. Die Familie, und die Familie hat bei uns immer funktioniert. Immer. Das ist ja so. Meine Eltern haben, das glaubt man nicht, nie gestritten. Vor allem neben uns nicht, neben uns Kinder nicht. Weil meine Mutter hat immer gesagt, weil das wirft dann ein ganz anderes Bild für einen Menschen. Der Friede der fängt in der Familie schon an. Und ich glaube immer, die heutigen Kinder sind zu verwöhnt. Die haben immer alles gekriegt, das haben wir ja immer gesagt. Das ist falsch. Was ist dann wichtig bei der Kindererziehung? Du streng sein. Und keiner, und sie müssen sich einig sein, die Eltern. Wenn einer redet und schimpft, muss der andere den Mund halten und kann es ihr dann sagen, wenn's untereinander seid. Das ist richtig. Das war bei uns auch. Solange die Kinder einen brauchen, muss man da sein. Und da war ich auch da. Ich war da. Ich war immer hinten nach, beim Buben musste er hinten nach sein. Und bei denen war ich hinten nach. Da habe ich über die Buben gefragt, ob sie das haben. Die haben gesagt, nein. Alle gelogen. Alle angelogen. Weil da hat man müssen lernen dafür. Mhm. Die Familie muss zusammenhalten. Die sind dann ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, stark wie wie geht der Spruch? Also Sie meinen, wenn man zusammenhaltet als Familie, dann können von draußen können viele Dinge passieren, aber wenn man als Familie zusammen... Wie ein Schutzschild innerhalb, was man zusammen, wie eine Kette zusammenhaltet. Genau. Und das war bei uns immer gewesen. Immer. Mutti, dein Motto, wo du sagst, dein Motto, was ist dein Lebensmotto? Niemals? Niemals aufgeben. Genau. Das habe ich immer gewusst. Nicht nachlassen. Und ich tue mir heute noch mit 90 Jahren alles selber machen. Mit 100? Mit 90 Jahren. Mit 100 Jahren. Mit 100 Jahren. Ich tue mich noch selber anziehen, ausziehen, waschen, alles. Alles. Ich mache mir alles noch selber. Nicht nachlassen. Und wie schnell ich bin beim Anziehen. Beim Gehen bin ich so langsam, aber beim Anziehen bin ich in 5 Minuten bin ich schon wieder da. Jetzt kannst du mich anschauen. Bin ich schon fertig. Also niemals aufgeben und nicht nachlassen. Nicht nachlassen. Nicht nachlassen. Ich fahre mit meinen 3,5. Ja. Mit dem habe ich alles aufgeladen und mit dem fahre ich. Und das ist mir egal. Wichtig ist, ich kann mit dem noch fahren. Das ist mein Auto. Den Humor habe ich nicht verloren. Ich habe ihn immer gehabt. Ich habe mir immer gesagt, in meiner schwersten Stunde, wenn ich stirb, dann bin ich auch aufgehoben. Bin ich auch aufgehoben. Dann wird man sehen, was wirklich wahr ist und was nicht wahr ist. Das kommt, du stehst dann. Aber so weit ist noch nicht. Und da habe ich noch die Kämpfe. Als letzte Frage, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Dass sowas niemals mehr passiert. Da ist ein Krieg, muss man sich... Der Erste Weltkrieg soll schon so schlecht gewesen sein. Und der Zweite noch, vielleicht noch mehr. So viel gefallen, wenn ich so denke, ich habe so viele Burschen gekannt und so. Und alles sind gefallen. Alle. Die sind alle gefallen. Die haben alle keine Ausbildung gehabt. Mit 16, 17 Jahren hat ja noch keiner eine Ahnung angefangen vom Krieg.